Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute beschäftigen wir uns wieder mit Met- und Honigwein. Ich zeige euch heute, wie ich mich heranmache, wenn ich ein neues Rezept entwickle. Heute geht es darum, dass wir einen Frostriesen-Met machen. Ich dachte mir, das passt ganz gut, denn in der nordischen Mythologie, in der Edda, heißt es, dass der Hirmturse bzw. Frostriese Hymir den Metkessel der Götter besitzt. Er hat also in Jotunheim durchaus auch einmal Met gebraut. Im Laufe der Geschichte ist es dann passiert, dass sich natürlich wieder die Asen einmischen mussten. Thor hat den Metkessel an sich gebracht und im weiteren Verlauf Hymir und alle anderen Frostriesen erschlagen. Ja, ist eben ein recht kriegerisches Volk. Der Name Hymir ist leider schon belegt. Die Wackenbrauerei hat den für eines ihrer Biere genutzt. Und nachdem das ein sehr streitbarer Konzern ist, dachte ich mir, ich suche mir für mein Experiment jetzt lieber einen anderen Namen. Bin dann auf der Suche nach Alternativen bei weiteren Frostriesen gelandet und unter anderem auf Jökull gestoßen. Seine Stammlinie wird auf den Urriesen Fornjordr zurückgeführt und dessen Kinder sind die Riesen der Naturgewalten. Jökull selbst repräsentiert das Eis und den Schnee und das ist auch heute noch das isländische Wort für Gletscher. Passt meiner Meinung nach sehr gut zu dem, was wir hier vorhaben. Wir werden heute mit Pflanzen einen Met aromatisieren. Das lässt sich natürlich auch in größerem Maßstab durchführen. Ich habe hier jetzt einmal eine Flasche von meinem letzten Ansatz hergenommen. Ein neutraler Met aus Honig, etwas Apfelsaft und Wasser. Mehr ist hier nicht drin. Das heißt, er ist aromatisch noch relativ klar und sauber. Um wirklich frostig zu werden, werden wir uns zwei Pflanzen widmen, die bekannt sind, dass sie einen kühlenden Effekt im Mund- und Rachenraum auslösen. Zum einen hier die Pfefferminze und zum anderen Eukalyptus. Zweimal frisches Pflanzenmaterial. Ich habe mir die entsprechenden Mutterpflanzen besorgt. Sie stehen bei mir im Pflanzenzelt und dürfen vor sich hinwachsen. Jetzt gibt es einmal einen kleinen Testansatz, um die Menge zu ermitteln und das wird dann entsprechend auf einen ganzen Gärballon nach oben skaliert. Wir haben es heute auf die ätherischen Öle dieser Pflanzen abgesehen. Bei der Pfefferminze dem Bestandteil Menthol und beim Eukalyptus dem Eukalyptol. Die kommen in den besagten ätherischen Ölen vor und die sind, wie wir ja aus den Destillationsvideos schon wissen, nicht wasserlöslich. Sie lassen sich aber sehr wohl in Alkohol lösen. Da wir hier bei den Pflanzen keine vergärbaren Substanzen haben, macht es auch wenig Sinn, sie direkt in den Gärballon in den Ansatz zu werfen. Sie tragen nichts dazu bei. Schlimmer noch, die ätherischen Öle sind antimikrobiell, das heißt, es könnte sogar passieren, dass die Gärung dadurch gehemmt wird. Wir könnten jetzt hergehen, die Pflanzen auskochen. Da gehen natürlich einige Aromastoffe über, aber die wichtigen Stoffe, auf die wir es abgesehen haben, eben das Menthol und das Eukalyptol, sind nicht wasserlöslich und deswegen wird dieser Effekt auch recht bald verfliegen. Aus diesem Grund habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einen Alkoholauszug zu machen und das funktioniert am besten, indem wir fertigen Met nehmen, die Pflanzen hineinlegen, einen Tag bis eine Woche durchziehen lassen, je nach Intensität, die wir haben wollen und dann haben wir das Gewünschte erreicht. Für unseren geplanten 10 Liter Ansatz bedeutet das also, dass wir jetzt einmal mit einem halben Liter experimentieren, die benötigte Pflanzenmenge ermitteln. Wenn wir mit der Intensität zufrieden sind, dann werden wir das Ganze hochrechnen, wie viel Pflanzenmaterial für 10 Liter benötigt wird, einen Metansatz herstellen, ausgären lassen, entsprechend nachsüßen, am Ende der Gärung von der Hefe ziehen und dann noch einmal für ein paar Tage mit dem Pflanzenmaterial versehen. Das wird danach wieder abgefiltert und schon ist der Kräutermet fertig. Das Vorgehen ist nun relativ einfach. Wir nehmen uns einen halben Liter unseres Mets, füllen ihn in ein Glas um, wo wir dann ordentlich die Pflanzen hineintun können und lassen das dann verschlossen stehen und durchziehen. Wichtig ist, dass wir das Pflanzmaterial natürlich entsprechend abwiegen, um zu wissen, wie viel wir hineingetan haben und um nachher die benötigte Menge auch wirklich berechnen zu können. Ein handelsübliches Einmachglas reicht vollkommen aus, das fasst den halben Liter problemlos.
Wenn wir uns jetzt mit den Pflanzen beschäftigen, wiegen wir schnell ab, wie viel es ist. Ich habe mich dazu entschieden, von der Pfefferminze etwa 4 Gramm und vom Eukalyptus etwa 1 Gramm auf diesen halben Liter zu geben. Damit haben wir dann am Ende in einem 10 Liter Ansatz etwa 100 Gramm an Pflanzenmaterial. Das sollte bei weitem ausreichen. Ich sehe, die Pfefferminze wiegt bereits 6 Gramm, der Eukalyptus noch einmal 1 Gramm. Also den Eukalyptuszweig können wir so wie er ist benutzen. Von der Pfefferminze müssen wir etwas weniger nehmen. Wie wir ja schon bei diversen Destillationen gesehen haben, ist es wichtig, das Pflanzenmaterial zu zerkleinern. Beim Eukalyptus bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Stiele auch entsprechend verwertbare Substanzen enthalten. Deswegen werden wir uns hier darauf beschränken, nur die Blätter zu verwerten. Und diese werden, wie gesagt, auch entsprechend noch einmal klein gehäckselt. Je größer die Oberfläche und je kleiner die Bestandteile, desto besser können die ätherischen Öle danach herausgelöst werden. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr es nicht zu klein schneidet, denn ihr wollt ja nachher das Pflanzenmaterial auch wieder aus dem Glas herausfiltern können. Als nächstes kommt die Pfefferminze an die Reihe. Wie wir wissen, müssen wir hier ein kleines Stück abschneiden, da es mit 6 Gramm doch etwas zu viel ist. Ich benutze nun den großen Stiel und die Hälfte des kleinen, die andere Hälfte werde ich wahrscheinlich in einen Wasserkrug geben und das Wasser damit noch etwas aromatisieren. Bei der Pfefferminze können wir sowohl Blätter als auch Stiel verwerten. Es ist kein Problem. Alle Pflanzenbestandteile enthalten eine gewisse Menge an Menthol. Auch hier ist das Zerkleinern schnell erledigt und auch diese Blätter wandern jetzt in das Einmachglas. Es empfiehlt sich vielleicht auch ein Glas mit größerer Öffnung zu nehmen, dann landet nicht zu viel rundherum. Das Glas wird jetzt verschlossen, einmal etwas durchgeschüttelt, muss nicht allzu viel sein. Und nun bleibt es für mindestens einen Tag zum Durchziehen stehen. Die Kräuter hatten nun ziemlich genau 48 Stunden Zeit, sämtliche Aromastoffe und ätherische Öle in den Met abzugeben. Nun ist es Zeit, das Ganze abzufiltern. Ich benutze dafür ein Sieb, reicht vollkommen aus. Die Pflanzenbestandteile sind ja groß genug, um nicht durch die engen Maschen des Siebs durchzufallen. Auch wieder ganz einfach und unspektakulär. Wir nehmen das Ganze und leeren es durch ein Sieb. Aber vorher noch eine Geruchskontrolle. Ja, riecht schon relativ ansprechend. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann schmecken wird. Eine kräuterige Note ist auf jeden Fall schon vorhanden. Wer will, kann die Kräuter im Sieb natürlich noch auspressen. Ich tue mir das nicht an, sondern verwerfe sie einfach. Die paar Tropfen Met, die hier verloren gehen, auf die kommt es letztendlich dann auch nicht mehr an. Unseren kleinen Testansatz werde ich jetzt wieder zurück in die Flasche füllen, da ich nicht vorhabe, jetzt auf einen Schlag einen halben Liter Met zu trinken. Einen kleinen Verkostungsschluck werde ich mir natürlich trotzdem gönnen. Ich will ja wissen, wie das Ganze geworden ist. Geruchlich auf jeden Fall schon einmal sehr interessant. Man riecht eindeutig das Menthol heraus. Mal sehen, was der Geschmack bringt. Definitiv starkes Honigaroma. Das war natürlich auch nicht anders zu erwarten, denn ich hatte ja einen sehr neutralen Grundmet genommen. Im Abgang merkt man eindeutig Pfefferminze und Eukalyptus. Das kühlende Gefühl breitet sich wunderbar im Mund- und Rachenraum aus. Auch hinunter in die Speiseröhre bis zum Magen. Einfach fantastisch. Ich werde, wie gesagt, diesen kleinen Restansatz jetzt in die Flasche zurückfüllen und hier auch gleich ein weiteres Experiment starten. Und zwar will ich feststellen, ob dieses kühlende Gefühl im Laufe der Zeit verschwindet oder ob es erhalten bleibt. Ich gehe davon aus, da wir hier Menthol und Eukalyptol ja mit Alkoholextraktion aus den Blättern gelöst haben, müssten diese Bestandteile auch im fertigen Met über eine lange Zeit stabil sein. Anders sieht es zum Beispiel bei ausgekochten Blättern aus, da diese Bestandteile eben nicht vorhanden sind oder nur in Spuren im Sud dann
anzutreffen sind, verfliegt auch der Effekt und das Aroma relativ schnell. Füllen wir das Ganze also noch schnell in die Flasche ab. Ich werde den Inhalt dieser Flasche nun auf jeden Fall mindestens 1 bis 2 Wochen stehen lassen, um dann letztendlich beurteilen zu können, ob sich diese Zusammensetzung auch für eine längere Lagerung eignen würde. An sich ist es kein Problem, diesen Ansatz in jeder beliebigen Menge kurzfristig herzustellen. Ihr habt ja gesehen, einfach nur eine gewisse Menge Kräuter in fertigen Met umfüllen und nach 2 Tagen habt ihr schon ein recht ansprechendes Ergebnis. Für größere Mengen würde ich mir diesen Aufwand allerdings nicht antun, sondern dann, wie auch jetzt geplant, einen 10 Liter Ansatz machen, die Kräuter hochskalieren, eine Woche ziehen lassen und erst dann in Flaschen abfüllen. Ist mit der Nachbehandlung, Filterung und Entfernung der Kräuter dann bei weitem einfacher. Den großen Ansatz werde ich nicht mehr mit der Kamera begleiten, der unterscheidet sich ja in keinster Weise von einem Standard-Met-Ansatz. Wir stellen einfach 10 Liter her, danach werden die Kräuter, in unserem Fall jetzt hochgerechnet 80 Gramm Minze und 20 Gramm Eukalyptus hinzugefügt. Das lassen wir noch einmal etwa eine Woche stehen, um auch alle Aromastoffe aus den Kräutern gelöst zu haben. Danach wird von den Kräutern abgezogen, gefiltert und die Sache ist erledigt. Die Kräuter kommen übrigens erst nach dem Abziehen vom Hefebodensatz und dem Nachsüßen zum Einsatz. Die Gärung sollte wirklich vollständig abgeschlossen sein. Beim Eukalyptus wäre ich zusätzlich noch etwas vorsichtig. Mehr als die 20 Gramm würde ich hier auf 10 Liter nicht einsetzen. Diese Pflanze hat Inhaltsstoffe, die zum Teil abführend wirken können. 20 Gramm sind jetzt noch nicht der Grenzwert, es könnte noch etwas mehr sein. Allerdings, um ganz sicher alle negativen Begleiterscheinungen auszuschließen, würde ich hier mit der Dosierung doch etwas vorsichtig sein. Pfefferminze kann bei Bedarf ruhig noch etwas mehr zugegeben werden. Heute habe ich euch also gezeigt, wie ihr ohne großen Aufwand und in relativ kurzer Zeit Versuche anstellen könnt, um zu sehen, ob sich gewisse Kräuterkombinationen in einem Met gut machen würden oder nicht. Für unseren Eisriesen Jökull-Met würde ich jetzt einmal sagen, Pfefferminze und Eukalyptus eignen sich hervorragend, um einen Met herzustellen, der etwas aus der Reihe tanzt und eben diesen frostigen Gletscherkühlungseffekt aufweist. Von der Dosierung her habe ich ja schon gesagt, 80 Gramm Pfefferminze, 20 Gramm Eukalyptus. Eignet sich sehr gut auf einen 10 Liter Ansatz und werde ich definitiv in Kürze dann auch fertiggestellt haben. Der Ansatz an sich brodelt schon vor sich hin, die Kräuter wachsen, sind noch nicht ganz so weit, aber werden bald in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Und dann steht einem Großansatz dieses vorzüglichen Gletschermets nichts mehr im Wege. Das war es dann auch schon wieder für heute. Wahrscheinlich werde ich von diesem Metansatz, wenn er einmal fertiggestellt ist, eine kleine Portion auch zur Verkostung weiterreichen. Der betroffene Kanal wird hier wahrscheinlich nicht zusehen. Falls doch, Joshua, du kannst dich darauf freuen, dass du hier eine Kostprobe erhalten wirst. Ich werde dich noch kontaktieren und dann kannst du mir noch deine Postdetails zur Verfügung stellen. Ansonsten bleibt nur noch, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.